Okay, holy shit. Der neue Trailer zu Spider-Man No Way Home ist draußen und ich könnte nicht weniger gehypt sein. Ich habe mir den Trailer mehrmals angesehen und einige Details gefunden, die uns mehr über die Trailer sagen, als Sony es vielleicht wollte. With great power comes great responsibility. Zunächst einmal ein paar der eher offensichtlichen Dinge. Denn wir haben jetzt 5 Schurken offiziell bestätigt. Diese wären sowohl Dr. Octopus, der Green Goblin und der Sandmann aus der Raimi-Trilogie mit Tobey Maguire, als auch Lizard und Electro aus der Mark Webb-Trilogie mit Andrew Garfield. Der Green Goblin wird 2 Designs im Film erhalten. Einmal seinen klassischen Anzug und einmal eine abgewandelte Version ohne Helm, wie man es bereits in Leaks sehen konnte. Ein Teil des Films wird davon handeln, dass Doc Ock Peter in seinem Spider-Man-Kostüm sieht und ihn für Tobey Maguires Peter Parker hält. Doch als dieser seine Nanomaske wegmacht, sieht er, dass es sich nicht um den Peter handelt, den er kennt. Es scheint, als würden sie sich sowas wie anfreunden, was ich gut fände, da Otto Octavius ja lediglich ein Problem mit Tobeys Peter hat, je nachdem aus welchem Kontext er aus Spider-Man 2 gerissen wurde. Aber später sieht man sogar, wie Electro ihn aus einem Hochhaus blitzt. Den kleinen Kinderwitz über Doc Ocks Namen hätte man sich meiner Meinung nach sparen können, doch es gibt die Theorie, dass sie sich hier nicht über den Namen von Dr. Otto Octavius lustig machen, sondern sich hier entweder Tobey Maguire oder Andrew Garfield getroffen haben, welche sich ja ebenfalls als Peter Parker bezeichnen würden. Dr. Octopus sehen wir zudem ziemlich oft mit rot-grauen Armen, es scheint also, als würde die Nanotechnologie von Peters Anzug auf ihn übergreifen. Als nächstes sehen wir, wie die Freiheitsstatue scheinbar umgebaut und mit Captain Americas Schild ausgerüstet wird. Im Himmel kann man währenddessen gelbe Blitze sehen, welche uns Electro suggerieren. Im nächsten Clip sehen wir dann Spideys neuen schwarz-goldenen Anzug aus der Nähe, wozu ja viele die Theorie haben, dass es sein Nano-Anzug ist, welchen er umgedreht hat, warum auch immer. Hier sind mir aber gleich 2 Dinge aufgefallen. Zum einen sehen wir Electro im Hintergrund, welcher hier jedoch eher blau aussieht wie in The Amazing Spider-Man 2, aber dennoch gelbe Blitze, die von ihm ausgehen. Meine Theorie dazu ist, dass wir im Film sehen könnten, warum er nicht mehr blau, sondern gelb ist, aber dazu gleich mehr. Ein weiteres Detail hier ist das Handy, was Peter sich mit Panzertape an die Brust geklebt hat. Wenn man näher hinschaut, sieht man, dass er wohl einen Videoanruf mit Ned und MJ macht. Vielleicht wollte er ja nur den Ort untersuchen, bis auf einmal Electro hinter ihm auftaucht. Später im Trailer sehen wir Electro nochmal in einem Close-Up, wobei er im ersten Frame ebenfalls blau ist, bevor er zu gelb umswitcht, wodurch er seiner Comic-Vorlage näher kommt. Es sieht außerdem ein wenig so aus, als hätte er einen Arc-Reactor auf der Brust. Vielleicht ist er ja der Grund für seinen Farbwechsel, was aber nicht seinen Haarwuchs erklärt. In einer weiteren Szene sehen wir J.K. Simmons endlich in echter physischer Gestalt, zuvor ja nur auf einem Bildschirm, welcher, wie in der Raimi-Trilogie, wieder die Rolle des J. Jonah Jameson übernimmt. Was mir ebenfalls aufgefallen ist eine Lüge. Als Doc Ock nämlich sagt, du fliegst da raus, um Geister zu bekämpfen, sagt Dr. Strange, dass jeder der Schurken im Kampf gegen Spider-Man gestorben ist, was jedoch so nicht stimmt. Ja, Green Goblin, Dr. Octopus und Electro sind gestorben. Doch Lizard, also Dr. Connors, wurde ins Raft-Gefängnis eingesperrt und der Sandmann ist einfach gegangen. Also, warum belügt Dr. Strange Peter hier? Weiß er es nicht besser oder steckt da doch mehr dahinter? Hoffentlich bekommen wir im Film eine Antwort darauf. Als ich den Trailer gesehen habe, hat sich eine Frage geklärt, welche ich im ersten Trailer hatte. Nämlich, was dieses Ding war, das Peter hier in der Hand hält. Meine Vermutung ist, dass es ein Objekt ist, mit welchem man die Risse im Multiversum wieder schließen kann. Was ich hierbei aber wirklich bemerkenswert finde, ist, dass sie die Grundintention des Peter Parkers aufgegriffen haben, wie es auch schon Tante May in der Raimi-Trilogie sagte. Spider-Man doesn't kill people. Denn er scheint wohl, all diese Schurken retten und in seinem Universum existieren lassen zu wollen, damit sie nicht sterben. Dass er alle retten will, könnte auch der Grund sein, weshalb es einen Konflikt zwischen Peter und Strange geben wird und uns die Szene auf dem Zug erklären könnte, zu der ja bisher die Theorie war, dass es sich um diesen Strange, um den Bösen aus der einen What-If-Episode handeln könnte. Zum Schluss noch ein paar Fehler der Trailer im Zusammenhang mit Leaks. Es ist ja schon seit fast über einem Jahr die Rede davon, dass Tobey Maguire und Andrew Garfield in Spider-Man No Way Home ihre alten Rollen wieder übernehmen werden. Ein kleines Detail, wobei ich mich aber auch irren könnte, ist, dass es sich in dieser kurzen Szene tatsächlich um Tobey Maguire handeln könnte, da die Augen, wenn man genau hinschaut, nicht unbedingt aussehen wie die von Tom Hollands Anzug. In einer anderen Szene, in welcher es scheinbar so aussieht, als würden der Sandmann, Lizard und Electro gegen Tom Holland kämpfen, frage ich mich, welchen Plan Lizard und Electro eigentlich haben. Denn während Tom Holland und der Sandmann offensichtlich aufeinander zufliegen, fliegen die anderen beiden genauso offensichtlich nicht auf Tom Holland zu. Meine Vermutung ist, dass eigentlich noch Tobey und Andrew mit im Bild sind, sie aber für den Trailer rauseditiert wurden, so wie sie Tom Holland ja auch aus dem Civil War Trailer rauseditiert hatten.
Bestätigen tut diese Annahme der brasilianische Trailer, in welchem Lizard von einem unsichtbaren Gegner geschlagen wird, wobei es sich bei unsichtbar auch um Drax handeln könnte. Ich finde es übrigens irgendwie schön zu sehen, wie sich der Kreis der fallenden Freundinnen schließt. Denn mit der Veröffentlichung von No Way Home werden alle 3 Spider-Mans den Moment gehabt haben, ihre Freundin aus dem freien Fall zu retten. Wobei Andrew, wie wir wissen, nicht ganz so erfolgreich war. Aber was spielt sich da im Hintergrund ab? Ist das etwa Kevins abgetrennter Arm, von dem Cold Mirror immer spricht? Oder ist es tatsächlich ein rauseditierter Spider-Man? Wäre es Tom Holland, hätten sie ihn ja nicht rauseditieren müssen, weshalb es sich in meinen Augen nur um Tobey oder Andrew handeln könnte. Die Location mit dem Gerüst könnte auch die ganzen geleakten Bilder und Videos bestätigen. Ich freue mich extrem auf den Film und sobald er draußen ist, werde ich ein Ranking machen, worin ich die 3 Spider-Mans miteinander vergleiche. Wenn ihr jetzt noch etwas über ein anderes Franchise wissen wollt, drückt gerne hier rechts. Falls ihr Video- oder Formatvorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss und ciao.